Es gibt einen absolut riesigen wissenschaftlichen Konsens, der den Klimawandel bestätigt. Das sind über 99% aller Studien. Und ich glaube, eigentlich sind wir in Deutschland, haben wir den Luxus, dass wir über Klimaleugnung nicht mehr diskutieren müssen. Aber wie gesagt, es gibt die Stimmen. Was sind Sie für eine Channel? Ich bin ein YouTuber, ich stelle kritische Fragen. Okay, Machen wir jetzt das Interview weiter? Und das heißt, Sie verweigern sich den demokratischen Diskurs? Nein, ich finde, die AfD verweigert sich den demokratischen Diskurs, weil sie antidemokratische Positionen vertritt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute bei einer Veranstaltung in Hamburg und zwar geht es da um Klima auf der Kippe. Welchen Preis braucht CO2? Und ich stehe mit Ricarda Lang. Ricarda Lang ist die Bundessprecherin der Grünen Jugend. Frau Lang, welchen Preis braucht CO2? Was ist da die Position der Grünen Jugend? Ich glaube, erstmal ist es wichtig klarzustellen, dass CO2, es geht nicht einfach darum, wollen wir CO2 einen Preis geben, sondern CO2 hat bereits einen Preis. Dieser Preis wird nur in der Gegenwart nicht von denen getragen, die die Verantwortung dafür tragen, sondern wird ausgelagert. Einmal auf zukünftige Generationen, das heißt auf meine Generation und die nach mir kommen, und auf Menschen aus dem globalen Süden, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber trotzdem heute schon deshalb ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage verlieren. Das heißt, wir reden eigentlich nicht darüber, ob CO2 einen Preis hat, sondern wir reden darüber, wer ihn zahlen muss. Und da finden wir erstmal das Verursacherprinzip, das heißt, die Menschen, die für CO2-Emissionen verantwortlich sind, müssen sie auch tragen. Und dabei unterstützen wir die Forderung von Fridays for Future für einen CO2-Preis von 180 €. Jetzt ist es ja so, beim Pariser Abkommen, da ist die USA nicht dabei, China, Indien, Russland sind nicht dabei. Inwieweit macht es dann eigentlich Sinn, so viel volkswirtschaftlich aufzuwenden, um dieses CO2-Ziel oder diese 1,5-Grad-Ziel zu stemmen, wenn viele andere Länder da nicht mitmachen? Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ausweichargument. Also man lebt es ganz viel an verschiedenen Stellen, ja nicht nur, wenn es um Klimaschutz geht, sondern zum Beispiel gerade im Moment auch bei der Seenotrettung. Das heißt, eine Frau Merkel, ein Herr Seehofer stellen sich hin und sagen, wir wollen ja Seenotrettung, aber wir können das erst machen, wenn die anderen Staaten mitziehen. Da muss man sagen, ich finde die Idee von globaler Zusammenarbeit und die Idee von der Europäischen Union ist nicht, einzelne Staaten daran zu hindern, etwas zu unternehmen. Da, wo ein Wille ist, ist gerade auch die Möglichkeit, national vorzugehen. Und wenn wir gerade Blockaden auf internationaler und auf europäischer Ebene erleben, müssen wir erstmal national ansetzen darf, wo Veränderung möglich ist, weil Europa darf nicht zur Entschuldigung für Nichtstun werden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich globale und internationale Bündnisse schmieden. Also wir müssen schauen, wie können wir mit den Stimmen aus dem globalen Süden, wie können wir aber auch mit Klimaschützerinnen in Russland, mit Klimaschützerinnen in den USA zusammenarbeiten und diese Forderungen an verschiedensten Stellen immer wieder einspeisen, so ein bisschen die Lücken im System suchen und da reingehen und für Klimaschutz werben. Aber wird Europa da nicht noch weiter im internationalen Wettbewerb zurückfallen, wenn hier die Preise mal weiter steigen, wenn China zum Beispiel, die auch für ihre Preise, für ihre niedrigen Preise bekannt sind, wenn sie da einfach nicht mitmachen? Wir sehen ja auch, viele große deutsche Konzerne bauen Arbeitsplätze ab und ich meine letztendlich, ja, da geht der Wohlstand verloren. Ohne den Wohlstand ist das alles nicht zu finanzieren. Man muss sich ja fragen, was wir unter Wettbewerb und Wohlstand verstehen. Also ein Wettbewerb um immer niedrigere Preise, die gleichzeitig unsere Lebensgrundlage unterwandern, ist vielleicht kein sinnvoller Wettbewerb. Und Wohlstand sollte ja auch einbepreisen, dass wir zukünftig noch einen Planeten haben, auf dem wir leben können. Außerdem sehen wir, dass in Staaten, die bereits einen Klimapreis eingeführt haben, wie zum Beispiel Großbritannien und Schweden, eigentlich kaum Unternehmen abwandern. Das heißt, dieses Carbon Leakage, was da immer so ein bisschen beschworen wird, zeigt sich in der Realität auch nach bestehenden Studien einfach sehr wenig. Und drittens müssen wir natürlich auch darüber reden, ob es nicht wichtig wäre, Importregelungen zu schaffen. Das heißt, dass man auch denen, die gerade auf den Klimaschutz total, im Endeffekt eigentlich ein bisschen scheiße, ne, denen sozusagen auch einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, da muss man dann auch einen internationalen Freihandel Verantwortung übernehmen und klare Regelungen schaffen. Okay. Bei dieser ganzen Energiewende wird ja hauptsächlich auf Windkraft und Solaranlagen gesetzt. Man hört jetzt ja auch in den öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder Berichte darüber, dass Windkraftanlagen ja Millionen von Insekten und Vögeln töten, dass da alte Wälder für abgeholzt werden, dass bei Windkraft und bei Solar, ja, dass da seltene Materialien zum Einsatz kommen, dass es nicht recycelbar ist, dass es ein Sondermüll ist. Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
Wir müssen uns natürlich die konkrete Situation anschauen, da schauen, wie wir einen Interessensausgleich hinbekommen. Also wenn es zum Beispiel um Bäume geht, wie man Bäume möglichst stark schützen kann und gleichzeitig Windkrafträder bauen kann. Man muss aber auch sagen, dass sich da teilweise vollkommen falsche Zahlen verfangen haben. Wenn wir uns die Anzahl von Vögeln, die tatsächlich jährlich durch Windkraftanlagen sterben, anschauen, ist es eine sehr viel geringere als die durch die Klimakrise langfristig komplett aussterben werden. Das heißt, wer sich für Artenvielfalt einsetzt, wer sich für Artenschutz einsetzt, der muss sich auch für eine radikale Klimapolitik einsetzen und damit auch für erneuerbare Energien, denn die fossilen Energieträger sind der größte Klimaverschmutzer global und ich glaube, bei den erneuerbaren Energien haben wir unglaublich viel verschlafen. Wir haben in den letzten Jahren sehen wir, dass erneuerbare Energien abgebaut wird. Selbst für den Kohlekompromiss 2038, der viel zu spät ist und die Große Koalition beschlossen hat, müssen wir jetzt massiv in erneuerbare Energien investieren. Dass das verschlafen wird, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Man liest jetzt ja auch immer wieder, dass Deutschland kurz vorm Blackout steht, dass die ganze Stromversorgung zusammenbricht, weil einfach regenerative Energien nicht konstant sind. Man braucht halt sozusagen noch als Backup konventionelle Kraftwerke. Haben die Grünen da auch eine Idee, was man gegen diese Blackouts machen kann? Also die Blackouts sind an vielen Stellen natürlich auch ein bisschen ein Phantasma, das immer wieder beschworen wird. Ganz stark müssen wir vor allem in Speichertechnologie investieren, weil es ist ja nicht so, dass wir technisch nicht in der Lage wären, wenn an einem Tag Sonneneinstrahlung kommt, das auch an einem anderen Tag zu nutzen. Wir haben da gerade noch einen technischen Rückstand, also sozusagen noch zu wenig. Ich glaube, wir müssen da investieren. Aber all diesen Problemen kommen wir nicht dabei, wenn wir immer nur über Blackouts fabulieren, sondern denen kommen wir bei, indem wir erstens in erneuerbare Energien investieren, zweitens in Speichertechnologien und drittens in technischen Fortschritten, vor allem auch Forschung, die sich ganz klar auf die erneuerbaren Energien fokussiert. Aber was gibt es denn da für Speichertechniken? Ich meine, es gibt ja auch den bekannten Vortrag von Hans-Werner Sinn, Zappelstrom oder so heißt der, der sagt eigentlich, ja, es ist unmöglich, den ganzen Strombedarf von Deutschland irgendwie abzuspeichern, dass es ja halt überhaupt nicht möglich ist. Muss man da nicht einfach auf den Boden der Realität zurückkommen und sagen, okay, das ist nicht so einfach möglich? Natürlich kann man nicht alles auf einmal abspeichern, sondern es geht ja darum, Energiemix hinzubekommen. Das heißt, unterschiedliche Energieformen, die auch dezentral funktionieren. Das heißt, dass nicht alles zentral gespeichert werden muss, sondern was wir gerade heute schon ganz stark bei Energiegenossenschaften erleben. Das heißt, dass in kleineren Orten auch Leute sich gemeinsam zusammentun und dann brauchen wir natürlich eine Mischung aus Wasserenergie, wir brauchen eine Mischung aus Windenergie und Solarenergie, die dann auf unterschiedliche Speichertechnologien zusammenstellen. Ich glaube, wir können uns da politisch sehr viel mehr zutrauen. Der technische Wandel ist so rapide und ich verstehe nicht, warum wir es schaffen, technischen Wandel in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen durchzudenken, aber nicht da, wo wir ihn am dringendsten brauchen, nämlich im Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage. Okay. Es gibt jetzt ja auch viele renommierte Wissenschaftler, die sagen, dass mit dem menschengemachten Klimawandel, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, es gibt da keine fundierte wissenschaftliche Grundlage. Was sagen Sie dazu? Also die renommierten Wissenschaftler sind mir unbekannt. Lennart Bengtsson, der ehemalige Direktor vom Max-Planck-Institut hier in Hamburg für Klimatologie, Mingini der Universität Heidelberg. Es gibt den Oregon-Appell Heidelberg oder die Oregon-Petition Heidelberger Appell. Jetzt waren gerade 90 Geologen und Physiker aus Italien, alles Professoren, hochrenommierte Leute, die sagen alle, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Und ich habe da auch selbst mal tiefer reingeschaut. Man sieht, es gibt keine Experimente mit dem Treibhauseffekt, der nicht falsifiziert worden ist. Es gibt keine Korrelation zwischen CO2-Temperaturanstieg. Die Modelle, das sagt der IPCC selbst, dass das Klimasystem ein chaotisches, nicht lineares System ist, was nicht vorhersehbar ist. Und man sieht, die Modelle, die können noch nicht mal rückwirkend den sogenannten Hiatus, die Wärmepause zwischen 1998 und 2013 vorhersagen. Insofern, wo ist da die Wissenschaft? Es gibt einen absolut riesigen wissenschaftlichen Konsens, der den Klimawandel bestätigt. Das sind über 99% aller Studien. Und ich glaube, eigentlich sind wir in Deutschland, haben wir den Luxus, dass wir über Klimaleugnung nicht mehr diskutieren müssen. Aber wie gesagt, es gibt die Stimmen. Was sind Sie für eine Channel? Ich bin ein YouTuber, ich stelle kritische Fragen. Okay, machen wir jetzt das Interview weiter? Ich meine, es geht ja einfach darum, geht es in Wissenschaft um demokratische Mehrheiten oder geht es um Wissenschaft? Ich meine, wenn man sich das anschaut, Galileo Galilei oder Einstein, das waren auch sozusagen Leugner, wenn man das so sieht, damals zu ihrer Zeit. Letztendlich sind das heute, ja, renommierte oder die höchst angesehensten Wissenschaftler. So muss man sich nicht anschauen, was die Kritiker sagen und die auch einladen. Ich meine, hier war ja halt auch
es waren heute alles Leute da, die da von diesem menschengemachten Klimawandel ausgehen. Es wurde zum Beispiel keiner von der AfD eingeladen, die halt auch oft drüber reden und ja. Die AfD ist meiner Meinung nach eine antidemokratische Partei, die nicht nur den Klimawandel leugnet, sondern gleichzeitig eine rassistische und sie sitzt im Bundestag. Politik. Ist das so? Ja, aber bloß weil eine Partei demokratisch gewählt wurde, ist nicht automatisch eine demokratische Partei. Und das heißt, sie verweigern sich den demokratischen Diskurs? Nein, ich finde, die AfD verweigert sich den demokratischen Diskurs, weil sie antidemokratische Positionen vertritt. Okay, vielen Dank für das Interview. Was ist das genau für ein Channel? Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich kritische Fragen stelle. Wo okay, ich halt auch würde ich mir nochmal anschauen, was wir das freigeben. Okay, geben Sie mir bitte Ihre Visitenkarte, dann schicke ich Ihnen das gerne zu. Karte dabei? Okay, ich google Sie einfach, Ricarda Lang finde ich dann ja schon. Okay, aber nicht rausgeben, bevor ich nicht den Account angeschaut habe. Sie sind eigentlich eine Person des öffentlichen Rechts, insofern muss ich mir mal überlegen, ob Sie da das Recht zu haben. Ja, ja. Okay, ich schicke Ihnen gerne das zu, dass Sie es nochmal freigeben können. Aber ich werde auch nochmal mir den Account anschauen. Schauen Sie sich das gerne an, Große Freiheit TV, gucken Sie sich das gerne an. Okay, aber ja, so kann das aussehen, wenn man die Klimaalarmisten mit Fakten konfrontiert. Es wird da das Interview fast abgebrochen. Fakten interessieren da natürlich nicht. Und wenn da kommt man immer, ja, alle Wissenschaftler sind sich einig. Jetzt sind sogar schon 99%, sonst waren es immer 97%. Wir kennen ja auch von Rezo, der hat ja auch gesagt, eine legitime politische Meinung, nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Ja, und wenn man sich einfach mal mit Wissenschaft beschäftigt, dann kommen wir auch ganz schnell auf Karl Popper, auf den Begründer der modernen Wissenschaftstheorie. Der hat gesagt, ich zitiere, alle Theorien sind Hypothesen, alle können umgestoßen werden. Das Spiel der Wissenschaft hat grundsätzlich kein Ende. Wer eines Tages beschließt, die wissenschaftlichen Sätze nicht weiter zu überprüfen, sondern sie etwa als endgültig verifiziert zu betrachten, der tritt aus dem Spiel aus. Ja, und das heißt, wer hier mit einem angeblichen Konsens kommt, den es tatsächlich nicht gibt, der verlässt halt einfach das Spielfeld der Wissenschaft und das hat nichts mit Wissenschaft alles zu tun. Ja, ich habe natürlich, wie ich versprochen habe, auch die Frau Lang angeschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Bevor ich das Video schneiden würde, schauen Sie sich mal gerne meinen YouTube-Kanal an, wie sie auch in dem Video gesagt hat, ey, den Kanal muss ich mir unbedingt mal anschauen. Und habe sie ja einfach gefragt, hey, wollen Sie das Video da veröffentlicht sehen? Und hat sie mir darauf geantwortet, ich schaue ja nochmal nach, ja, sie ist mit der Ausstrahlung nicht einverstanden, weil ihr die Ausrichtung des Kanals nicht gefällt. Unter anderem werden da Falschinformationen zum Beispiel zu den Nazi-Protesten in Chemnitz verbreitet. Und ja, wer mein Video zu den angeblichen Hetzjagden in Chemnitz gesehen hat, ich berufe mich da einfach nur auf die Quellen der Staatsanwaltschaft, des Verfassungsschutzes, der örtlichen Polizei, des sächsischen Ministerpräsidenten. Das sind natürlich alles Fake News, die verbreitet werden, wenn es nicht unserer Ansicht entspricht. Aber naja, was soll man auch von einer Partei erwarten, wo Cem Özdemir von Gigabytes im Stromnetz spricht oder Annalena Baerbock meint, dass das Stromnetz der Stromspeicher ist oder auch davon redet, dass Kobolde in den Akkus drinstecken. Bei so viel geballter Inkompetenz in der Partei kann man natürlich auch nicht von Ricarda Lang erwarten, dass sie das Kunsturhebergesetz kennt. Da steht auch drin in Paragraph 23, dass sie auf jeden Fall eine Person aus dem Bereich der Zeitgeschichte ist und somit kann sie auch die Ausstrahlung dieses Videos nicht verhindern. Da kann sie auch meinetwegen gerne rechtliche Schritte gängig einleiten. Da sind ihre Erfolgsaussichten sehr gering, definitiv. Und meiner Meinung nach werden hier einfach nur wieder ja, kritische Meinungen eingeschränkt, sollen verboten werden, die Pressefreiheit wird eingeschränkt. Ja, nochmal ein bisschen was zu dieser Veranstaltung. Ich habe mich ja in die Höhle des Löwen da begeben. Also eigentlich wollte ich vor allem Kevin Kühnert da treffen, der war ja auch als Vorsitzender der Jusos da angekündigt, da kam er seine Stellvertreterin. Insofern hat das mit Kevin Kühnert nicht geklappt. Der hat ja in letzter Zeit da die sogenannte Sozialismusdebatte angestoßen, wo er ja mit dem Sozialismus sympathisiert, auch gesagt hat, die Autokonzerne müssen verstaatlicht werden. Da hat man ja auch von der SPD gehört, dass auch Fluggesellschaften verstaatlicht werden müssen. Natürlich immer nur wegen dem Klimawandel. Und natürlich war es bei der Veranstaltung so,
Keine einzige kritische Stimme, aber das soll man natürlich erwarten, wenn SPD, die Grünen, Fridays for Future, BUND und alle auf einer Bühne sitzen, da kann man natürlich nichts anderes erwarten. Ja, die Veranstaltung fing ja schon ganz lustig an, da hieß es dann, liebe Damen und Herren, liebe Diverse, das war natürlich total politisch korrekt, auch wenn man dann liebe Damen und Herren sagt und dann die Diverse außen vor oder in einem Nebensatz nochmal erwähnt, kann man natürlich, jemand, der da ganz besonders sensibel ist, kann man natürlich sagen, ach, die werden diskriminiert, die müssen liebe Damen und Herren und Diverse heißen und nicht liebe Damen und Herren, liebe Diverse. Das ist natürlich ein bisschen diskriminierend, aber schwamm drüber, also ich bin da ja nicht so ganz genau, aber ich glaube, ja, vielleicht wurde da bei der Veranstaltung jemand getriggert. Dann wurde auch direkt zu Anfang dieses Foto gezeigt, ja, man denkt halt, ja, ey, Eisschmilz und ist ja ganz schlimm. Da werden natürlich bei Fotos, immer mit den Emotionen gesprochen. Und bei diesem Foto, das hat sogar die Bild-Zeitung als Propaganda entlarvt. Ich zitiere mal, was da in der Bild-Zeitung drin steht. Da steht drin, dass das Eis sogar im Vergleich zum Vorjahr 20 Zentimeter dicker ist. Das heißt also, das Eis ist nicht viel mehr am Schmelzen als sonst. Und der Urheber des Fotos, der arbeitet für das Meteorologische Institut Dänemark, der schreibt, wir haben im Institut darauf aufmerksam gemacht, dass das Bild nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, aber persönlich habe ich nichts dagegen, wenn es dementsprechend genutzt wird. Ja, ansonsten war da wieder der Konsens, wir müssen unbedingt was machen, die Welt geht bald unter. Paar Highlights waren dann auch, dass gesagt wurde, ich glaube von einem BUND-Vertreter aus Hamburg war es, dass er gesagt hat, es gibt kein Recht auf das eigene Auto in der Stadt, da ist natürlich Individualverkehr, ist natürlich böse, wir müssen alle mit den Öffentlichen fahren, da sage ich immer, die Fortbewegungsmittel der Proletarier. Ricarda Lang hat dann auch noch rausgehauen, dass die Klimakrise die Geschlechterunterschiede noch weiter verstärkt. Wie das genau funktionieren soll, habe ich auch nicht so verstanden, hätte ich sie eigentlich auch fragen können. Ansonsten, die Zuschauerfragen waren natürlich nicht wirklich kritisch. Das einzige Mal, wo jemand kam, der eine kritische Frage hatte, der meinte einfach, okay, wo sind denn die Gegner, wo sind die Leute von der AfD, von der FDP? Das wurde natürlich direkt damit abgebürgelt, ja, wir konzentrieren uns hier nur auf die Jugendbewegung und ja, Jugendbewegung gibt's von der AfD oder FDP, gibt's da nicht auch Jugendbewegungen, die da vielleicht eine ganz andere Meinung haben? Also AfD auf jeden Fall, die sagen ja auch, das hat alles nichts mit Wissenschaft zu tun, aber die FDP, ich bin da jetzt nicht ganz so drin, aber der Lindner hat sich ja auf jeden Fall kritisch gegenüber Fridays for Future geäußert, aber nicht so kritisch, dass er sagt, dass das alles nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Ja, und der Mann, der da die kritische Frage gestellt hat, der hat auch hinterhergeschoben, warum denn der öffentliche Nahverkehr nicht kostenlos ist. Da hat man sich dann auf dem Podium darauf geeinigt, dass pro Fahrt mit den Öffis 1 Euro kosten soll. Und natürlich, wer weiß, wer zum Beispiel mal zum Chinamann geht und wenn da All-You-Can-Eat-Buffet ist, natürlich, es wird überkonsumiert, es wird viel zu viel benutzt, es können die Ressourcen nicht optimal eingesetzt werden, wenn die Kosten nicht transparent sind. Ansonsten andere Fragen waren halt auch, ja, können wir nicht die Massentierhaltung höher besteuern? Können wir nicht die Kreuzfahrtschiffe höher besteuern? Massentierhaltung ist natürlich auch so ein Thema. Da gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Subventionen für die Landwirte. Wir denken heute einfach nur mal daran, dass jeder Haushalt, wenn der Abwasser, die Abwasser von den Haushalten, die müssen groß aufwendig gereinigt werden oder geklärt werden in den Kläranlagen. Das ist unwahrscheinlich teuer. Aber wenn die Landwirte ihre Gülle auf ihren Äckern verteilen, dann muss das nicht geklärt werden. Da kann das Grundwasser einfach stark verschmutzt werden. Da ist natürlich halt auch aus libertärer Sicht einfach eine Ungleichbehandlung oder ja, wo man halt einfach nicht für die externen Kosten aufzukommen hat. Wer sonst einfach mal sehen will, wie so eine Diskussion bei den Klimaalarmisten aussieht, der kann sich auch den Livestream bei Facebook anschauen. Ist zwar, das Bild ist ein bisschen gedreht, der Ton ist nicht so gut, aber ich glaube, man kann so ein bisschen was erkennen. Da sieht man halt einfach, ja, wie dogmatisch da vorgegangen wird. Und eigentlich hätte ich am liebsten da auch öffentlich eine Frage gestellt, wäre ein bisschen mit wissenschaftlichen Fakten gekommen. Der Saal war mit, ich glaube, bestimmt 100 Leute oder so. Es war randvoll, es waren nur ein paar
Sitze frei. Man musste sich auch vorher anmelden. Diejenigen, da sind ein paar da nicht gekommen. Und natürlich war die ganze Veranstaltung auch gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ja, für mich zeigt diese Veranstaltung und dieses Interview, was ihr hier gerade gesehen habt, eigentlich auch wieder nur, dass jeder so gerne in seiner Filterblase bleiben will. Man redet nicht gerne mit anderen. Also ich probiere das ja auf meinem Kanal immer, dass ich sage, hey, jeder, der eine andere Meinung hat, der kann gerne auf meinen Kanal kommen, kann gerne mit mir drüber diskutieren. Insofern probiere da halt immer diskussionsbereit zu bleiben. Aber das sehen wir heute beim überwiegenden Teil, vor allem der linksgrünen Gutmenschen, überhaupt nicht. Die Journalisten stellen die Menschen auch immer nur auf ein Podest, stellen nicht wirklich kritische Fragen, wenn dann nur so ein bisschen kritisch, aber nicht wirklich, dass sie da wirklich komplett anderer Meinung sind. Ansonsten auch die Talkshows, da wird es auch immer so dargestellt, ach, wir sind alle einer unterschiedlichen Meinung. Dabei unterscheidet sich das nur in Nuancen und wirklich freiheitliche Ideen hört man da eigentlich so gut wie nie. Ja, und ich denke mal, du bist auch einer von denen, die es zu schätzen wissen, wenn Politiker und einfach Personen des öffentlichen Lebens mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Wie gesagt, das kommt meiner Meinung nach viel zu selten vor. Also ich werde das natürlich auch gerne weiterhin machen. Wenn ihr das toll findet, würde ich mich freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützt. Da findet ihr unten in der Beschreibung viele Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Also ihr wisst, Ausstattung ist teuer. Ich stecke da sehr viel Zeit rein. Insofern freue ich mich dann immer wieder, wenn es da eine monetäre Anerkennung für gibt. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr das fleißig teilt und auch am besten eure Meinung unten in die Kommentare reinschreibt. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.